Milliarden für die Bundeswehr statt Aktienrente. Die Bundesregierung plant Schockierendes und das geht uns alle an. Die ursprünglich geplanten 10 Milliarden Euro für den Einstieg in das aktienbasierte Vorsorgesparen fürs Alter sucht man im Bundeshaushalt vergebens. Stattdessen findet man im Haushaltsplan unter anderem Ausgaben für Mobilfunknetze, für Krisenbewältigungspakete oder Strompreiskompensation, aber keine extra Ausgaben mehr für die Rente. Ja, auf diesen Staat kann man sich schon lange nicht mehr verlassen. Deshalb gebe ich am Ende des Videos einen persönlichen Tipp an euch, meine lieben und treuen Zuschauer. Mein Name ist Jutta Martin und ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber, unter anderem des brandneuen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Ihr findet diesen Ratgeber auf Amazon als E-Book oder Taschenbuch, aber auch im Buchhandel könnt ihr diesen Ratgeber käuflich erwerben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen und nichts mehr zu verpassen. Eure Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare. Sichert euch auch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder aber die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Auch dazu die Links findet ihr unter diesem Video. Über den wirklichen Nutzen der Aktienrente für Deutschland kann man viel diskutieren und das Für und Wider aufzählen. Darum geht es aber in diesem Video nicht. Der Plan war, dass durch die Einführung der Aktienrente das Rentenniveau gehalten und das Renteneintrittsalter gesichert werden sollte. Fakt ist, dass die ursprünglich geplante Aktienrente aus Geldmangel vertagt wurde und der Staat wegen der hohen Kosten für die Pandemie und für den Ukraine-Krieg kein Geld für die Aktienrente hat. Also so hat Bild bereits auch schon berichtet. Viele werden das schon wissen. Für die normalen Bürger kommt es so an, dass für die ganze Welt Geld da ist und wie aus dem Nichts hervorgezaubert wird, aber nur nicht für das eigene Volk. Am 22. März stellte Bundesfinanzminister Christian Lindner den Haushaltsplan für 2022 vor. Jetzt ist er bereits schon überholt und es wurde ein Ergänzungshaushalt angekündigt. Er sei wegen der Auswirkungen des Ukraine-Krieges notwendig, also dieser Ergänzungshaushalt. Lindner erklärte, dass die von der Vorgängerregierung geplanten Neuverschuldung von 99,7 Milliarden Euro eingehalten werden können bei gleichzeitiger Entlastung der Bürger und Bürgerinnen. Also wie eiskalt die Politiker lügen, das ist schon mehr als dreist, denn von Entlastungen merke ich persönlich überhaupt nichts. Oder ihr, liebe Zuschauer? Die Preise in fast allen Bereichen, die steigen, aber es wurde die Errichtung des Sondervermögens Bundeswehr beschlossen. Das haushaltspolitische Ziel der Bundesregierung ist die Rückkehr zur Normalität, so sagte Lindner am 22. März. Wie das funktionieren soll, also liebe Zuschauer, das kann ich leider auch nicht sagen. Die Aktienrente ist mit ihren ohnehin schon sehr niedrig angesetzten 10 Milliarden Euro ja echt niedrig oder ein Witz, ja, taucht nun aber gar nicht mehr im Haushaltsplan auf. Auch die 500 Millionen Euro Sonderzahlung an die deutsche Rentenversicherung, die sucht man ebenfalls vergebens im Haushaltsplan. Also Finanzminister Lindner will eben alles streichen. Die Ampelregierung streicht den Haushalt einfach zusammen und nimmt trotzdem neue Schulden auf. Die Gesamtverschuldung von Deutschland beträgt 2,3 Billionen Euro. Ich schreibe hier mal die Zahl hin, dass ihr euch das mal auf euch einwirken lassen könnt, was das für eine gigantische Zahl ist. Also laut Statistischem Bundesamt war das diese Zahl zum 30.06.2021. Also exakt waren es 2.251.800.000.000 Euro. Das ergibt pro Einwohner 27.090 Euro Schulden. Also gerade wenn einer frisch geboren ist, bis zum ältesten Mensch in Deutschland, ist jeder mit 27.090 Euro verschuldet.
Und unsere Steuergelder werden weiter in der ganzen Welt verschleudert für Menschen, die uns weder nutzen noch für Deutschland irgend je etwas getan haben. Aber ich komme noch mal ganz kurz auf diese Aktienrente zurück, bevor ich meinen ganz persönlichen Tipp nenne. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird Schweden zwar nicht erwähnt, aber dennoch sollte die geplante Aktienrente eigentlich nach dem schwedischen Modell eingeführt werden. Die schwedischen Arbeitnehmer, die zahlen 16% des Bruttogehaltes in die klassische umlagefinanzierte Rente und weitere 2,5% der Einkünfte müssen sie am Kapitalmarkt anlegen. Also investieren. Jeder darf sich natürlich selber einen Fonds aussuchen und wer nicht aktiv wird, der bekommt automatisch den staatlichen Aktienfonds. In Deutschland war allerdings nur ein staatlicher Aktienfonds geplant, also eine Wahlmöglichkeit wurde erst gar nicht den Bürgern in Aussicht gestellt. Wie das nun in Deutschland gemacht werden soll, das steht in den Sternen, das weiß ich auch nicht, liebe Zuschauer. Die Aktienrente, die ist jedenfalls vorerst begraben. Und ob sie jemals wieder zum Leben erweckt wird, weiß ich nicht, wir werden es sehen. Es betrifft ja vor allen Dingen die künftigen Rentner. Um unser Rentensystem sicherer zu machen, gäbe es schon eine Reihe von anderen Möglichkeiten, die aber nicht sonderlich beliebt sind. Ja, warum sind zum Beispiel nicht Freiberufler und Beamte bei der Rente dabei? Natürlich gibt keiner gerne seinen Status her und man könnte aber zum Beispiel die Neuzugänge in das Rentensystem aufnehmen. Die Basis der Beitragszahler wäre dann breiter. Dieser Vorschlag, der ist nicht von mir, den haben vor mir schon andere gemacht. Leider scheitert die Umsetzung an verschiedenen Interessen, an den Interessen der Politiker. Auf diesen Staat kann man sich wirklich schon lange nicht mehr verlassen und das Rentenniveau wird weiter sinken. Es wird wahrscheinlich so kommen oder ist eigentlich schon klar absehbar, dass jeder zu mindestens 50% privat für das Alter vorsorgen muss. Das ist natürlich für viele ein finanzielles Problem. Mein Tipp an euch: Ein ETF-Sparplan halte ich persönlich für ein sehr gutes Investment, aber einen ganz normalen ETF-Sparplan. Ein ETF-Sparplan im Versicherungsmantel ist natürlich überhaupt nicht zu empfehlen. Alles, was mit Versicherungen zu tun hat, hat unheimlich hohe Kosten. Ja, je jünger die Menschen in unserer Gesellschaft sind, umso gravierender wird sich natürlich das Rentenproblem auswirken. Nur interessieren sich die jungen Leute natürlich nicht für dieses Thema, was ich auch durchaus verstehen kann. Also wenn man jung ist, dann ist das weit, weit weg, da denkt man überhaupt nicht dran und hat ja noch so lange Zeit. Es ist eine unvorstellbare Ewigkeit bis zur Rente für junge Leute. Dabei kann man gerade in jungen Jahren schon mit wenig Euro in einen völlig ungeförderten, also nicht vom Staat abhängigen ETF-Plan investieren. Also ETF, das ist ein börsengehandelter Fonds. Also kleine Summen in Aktienfonds empfehlen auch die Experten und sogenannte ETF-Sparpläne kann man eigentlich auch bei fast allen Banken abschließen. Der Vorteil ist der, dass so ein ETF-Fonds oder ETF-Sparplan nur sehr geringe Verwaltungskosten hat und dafür gibt es aber eine ordentliche Rendite. Also in den letzten 30 Jahren lag die Rendite zwischen 6 und 7%. Ja, und nun habe ich noch einen Tipp für Großeltern, die ihren Enkeln etwas Gutes tun möchten. Also ich bin auch Großmutter, ich habe einen Enkel. Bitte legt das Geld für Nachwuchs nicht in Versicherungen und Sparbücher an. Also damit tut ihr nichts Gutes und schafft Geld ab. Macht für eure Enkel einen ETF-Sparplan. Man kann das im Internet machen, online, aber wer lieber den Weg zur Bank sucht, geht zu seinem Bankberater, lässt sich beraten und macht einen kleinen Sparplan für den Enkel in einen ETF. Natürlich ist auch die Möglichkeit, kleine Summen in einen Gold- oder Silbersparplan anzulegen. Ja, so kann man das Geld für den Nachwuchs schützen und mehren. Was haltet ihr davon? Was macht ihr für eure Enkel und Kinder? Schreibt es unten in die Kommentare.